Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In dieser Episode machen wir weiter mit dem Speer ELCS System. Und zwar geht es heute weiter mit der Caradine Bulk Serie. In der ersten Episode habe ich euch das Modell oder die Modelle vorgestellt mit dem vertikal aufgebrachten Molle bzw. Pals mit dem Pouch Attachment Ladder System und habe da auch schon erwähnt, dass es nicht so sonderlich beliebt war und die Special Forces eigentlich eine Version haben wollte, ähnlich wie die Ranger, und zwar mit dem horizontal aufgebrachten Molle, um hier halt auch Taschen etc. besser anbringen zu können und die halt nicht nur quer aufzubringen. Hier habe ich jetzt einmal das Replacement Panel angebracht, und zwar ist irgendwann die Firma Caradine hat nochmal den Auftrag gekriegt, diese einzelnen Panels zu bauen, um die auszutauschen gegen das normale Panel. Die können ganz einfach ersetzt werden. Wir sehen ja hier Klett, das kommt hier oben einfach wieder zwischen. Die Details habe ich euch ja auch schon in dem anderen Video gezeigt. Und dann haben wir das Ganze schon angebracht. Und so konnten die Westen quasi einmal geupgradet werden zu der Version, wie man sie eben haben wollte. Was man gut erkennt, ist, dass die Replacement Panel, die extra dafür gemacht sind, ein eigenes Label nochmal auf der Vorderseite haben. Bei der Weste ist es ja so gewesen, dass nur die Rückseite das eigentliche Label hatte, so wie sie ausgeliefert wurden. Wenn man also eine Weste hat, die dieses Label vorne hat, dann ist dort ein Replacement Panel verbaut worden. Was wurde gemacht, bevor es die Replacement Panel gab? Der ein oder andere Soldat, das sieht man auf auf einigen Referenzfotos, sagen wir mal so, die haben sich einfach gedacht, okay, ich brauche das Pals vorne, um die Taschen anzubringen oder ähnliches, und haben die Weste einfach verkehrt herumgetragen. Und das sieht man bei den Special Forces und auch bei den Navy Seals. Da muss man mal ein bisschen genauer hingucken, aber dann sieht man alles klar, die Schultergurte laufen in die andere Richtung, da wurde das ganze Ding einfach umgedreht. Dann haben wir noch ganz viel, dass einzelne Versionen modifiziert wurden. Entweder das komplett ab das PAL-System hier vorne und dann halt wieder anders drauf genäht oder mit anderen Gurtbändern rüber genäht. Um dann einfach im Feld wurden diese Modifikationen durchgeführt. Oder man hat durch die einzelnen Reihen des Pals Paracord durchgeschlauft, fest verknotet und konnte dann so hier zwischen die Taschen aufschlaufen. Oder manchmal auch Alice-Taschen oder sowas davor nehmen. Gibt es auch ein paar Bilder von. Was ich dann noch gesehen habe, ist, dass das Rückenteil vom ELCS-Kit, wo ich auch das Video drüber gemacht habe, hier vorne mit angebracht worden. Das blende ich mal ein. Mega spannend, habe ich so auch vorher noch nie gesehen gehabt. Aber auch eine Lösung, um sich vorne die Palsschlaufen anders halt anzubringen. Dann gibt es noch einen Unterschied, und zwar habe ich auch im anderen Video erwähnt, dass es die sogenannte Ranger-Version gibt. Die hatte immer das PAL-System so an der Front und hatte aber noch einen Unterschied, weil die Front so aussieht, ist es nicht gleich. Die Ranger-Version ist halt für Sammler ein bisschen interessant. Und zwar haben wir hier unten noch dieses Webbing angebracht in der Breite für Alice-Clips. Bei der Ranger-Version ist das auf der Rückseite, und zwar hier im unteren Bereich angebracht. Zudem ist noch der andere Unterschied, dass die Ranger-Version einen Trage- oder Bergegriff noch auf der Rückseite oben vernäht hat. Im Detail braucht man sich das Panel an sich nicht angucken. Guckt euch gerne das andere Video, was ich über die Caradine Speer Weste veröffentlicht habe, an. Da sind die ganzen Details, und der einzige Unterschied bei den Front Panels ist halt einfach nur, dass die noch das Label aufgenäht haben. Dann steigen wir jetzt einmal in die Referenzbilder ein und gucken uns mal ein paar im Detail an. So, dann starten wir mal mit dem Blick ins Detail. Und zwar haben wir hier ein Bild von amerikanischen Special Forces in Afghanistan in den frühen Jahren. Und hier oben in der Ecke sehen wir den Soldaten, der die Schutzweste verkehrt rumträgt. Hier ganz gut die Palsschlaufen zu erkennen. Und auch die Schultergurte, die in die andere Richtung öffnen. Dann haben wir hier ein Bild aus dem
Einsatz auf den Philippinen, auch ein OEF-Einsatz. Und hier kann man es ganz gut erkennen, dass auch hier die Schutzweste verkehrt rumgetragen wird. Auflösung ist leider nicht so super, aber können wir nichts machen. Aber hier ein schönes Beispiel für den Einsatz dieser Westen und dass sie verkehrt rumgetragen wurden. Dann haben wir jetzt einmal die modifizierten Versionen. Und zwar ist hier ganz einfach die PALS-Schlaufen genau andersrum angebracht. Und zwar vom vertikalen zum horizontalen einfach mal umgenäht. Dann haben wir hier noch eine andere Version. Und zwar haben wir oben weiterhin noch ein paar von den vertikalen Schlaufen und dann hier unten nochmal horizontale zusätzlich für Taschen angebracht. Hier ist das besagte Modell, wo das Rückenteil vom Speer ELCS Kit irgendwie mit Paracord und was auch immer, Tape, vorne an die Schutzweste angebracht wurde, um hier das Rückenteil vorne das PALS zu nutzen, um Taschen etc. anzubringen. Dann haben wir hier Angehörige der Air Force, und zwar Combat Controller, also die Lufteinheiten quasi steuern, Bomben abwerfen lassen. Ich weiß nicht genau, welche Verwendung die bei denen haben, aber hier sehen wir wieder eine Speer Barks Weste. Hier oben die Tasche quer angebracht. Wir sehen auch hier die einzelnen PALS-Schlaufen und hier unten LC2 M16 Magazintaschen, die aber normal angebracht sind. Zum Glück gibt es noch ein anderes Bild von dem Kameraden. Und zwar ist hier Paracord irgendwie durchgeschlauft und da hat er irgendwie wahrscheinlich dann mit den Alice Clips die M16 Magazintaschen angebracht. Kleine Teil noch nebenbei hier, der andere Kamerad trägt eine Arktis Assault Vest, also aus britischer Produktion, die wahrscheinlich privat beschafft wurde, aber sieht man mit amerikanischen Truppen ja auch nicht so oft. Dann haben wir hier eine Modifikation, und zwar sind das auch wieder Green Berets, Special Forces in Afghanistan in den frühen Jahren. Und hier ist auf der Caradine Schutzweste ein Teil von dem Chicom Chest Rig, über den ich auch schon ein Video gemacht habe, angebracht. Und zwar die 3 Magazintaschen scheinen hier fest auf die Weste aufgenäht zu sein. Dann haben wir hier einen weiteren Special Forces Soldaten, der gerade aus einem Gebäude kommt. Und dort sehen wir auch hier oben die Schlaufen entfernt. Hier ist auf jeden Fall Klett angebracht und hier unten beginnen die PALS-Schlaufen für Taschen. Hier sind gleich mehrere Angehörige der Special Forces, diesmal aber im Irak, und alle haben gewisse Modifikationen. Hier sind auf jeden Fall noch die PALS-Schlaufen normal angebracht, aber hier unten befinden sich die einzelnen Taschen wieder auf der horizontal angebrachten Fläche, und das trifft hier auf jeden einzelnen zu. Der hier hat auf jeden Fall noch PALS-Schlaufen oben an der Seite noch angebracht, um die Taschen quer aufzubringen für den M203 Granatwerfer, und hier vorne ist auf dem Groin Flap, also dem Unterleibschutz, auch nochmal sehr wahrscheinlich PALS angenäht worden, um noch hier in dem Fall eine M60 Tasche anzubringen. Dann haben wir hier ein Bild vom Kit vom Jeff Gurwitch von Modern Shooting Tactical, habe ich auch schon mal angesprochen. Und zwar auch hier die Caradine West. Hier oben sehen wir schon noch eine zusätzliche Schlaufe, hier in der Mitte Klett, hier drüben wieder eine Schlaufe, und auch hier sehen wir die Taschen normal auf der Horizontalfläche angebracht. Dann haben wir hier ein Bild auch aus dem Operation Enduring Freedom Philippinen-Einsatz. Und zwar sind hier auch die Taschen vorne normal angebracht und nicht wie hier oben die quer. Und ich gehe davon aus, dass auch hier das Panel modifiziert wurde. Und er nicht, erst habe ich gedacht, okay, könnte vielleicht auch einen Chest Rig tragen, wo er hier gerade Hilfe bekommt, dass ihm das jemand schließt. Aber das kann auch eine Tasche sein, die auf der Seitenklappe mit angebracht ist, weil wir hier
absolut keine Träger oder ähnliches sehen. Dann haben wir hier nochmal eine Version, recht interessant, hier schon modernere Taschen natürlich, wir sehen wieder quer angebracht. Aber hier das London Bridge Trading Escape and Evasion Pouch ist hier mit Paracord, was dazwischen geschlauft wurde, gesichert, wo dann wahrscheinlich die Molle-Clips oder vielleicht hier bei dem älteren Modell noch Alice so befestigt wurde, um die Tasche normal anzubringen. Das sind jetzt Angehörige von Navy EOD, also sowas, was bei uns die Minentaucher sind. Hier haben wir noch einen weiteren Navy EOD, auch im Irak, der Sprengmittel beseitigt oder bergt. Und zwar sehen wir hier 1A die Frontplatte und die super schöne Modifikation mit unterschiedlichen Farben auch noch vom Gurtband her, der sich so das Frontpanel umgenäht hat, um es besser als Schutzweste zu tragen und die Tasche normal anbringen zu können. Dann starten wir jetzt mit dem Replacement Panel, also wo ich davon ausgehe, dass es eins sein könnte. Es kann natürlich auch sein, dass es ab und zu vielleicht doch nochmal die Ranger-Version ist, die da getragen wird, weil die auch nicht nur von den Rangern halt genutzt wurde und immer auch mal bei anderen Truppen zu finden war. Hier kann man es leider nicht besser erkennen, aber Angehöriger der 10. Special Forces Group trainiert ausländische Kräfte. Ich glaube, Georgien müsste das hier sein. Und hier vorne auch das schöne Panel zu sehen. Dann haben wir hier auch einen Angehörigen der Special Forces. Hier sieht man es zu 100%, dass es das Front Panel ist, weil hier hinten die Details, die bei der Ranger-Version sein müssten, fehlen. Könnte natürlich auch eine Modifikation sein, aber wirkt von den Farben her und so wie es angenäht ist, wie das Original Front Panel. Müsste der gleiche Kontext sein. Hier sind noch weitere Angehörige der Special Forces auf dem Schießstand. Und hier haben wir nochmal ein Desert Front Panel mit den Taschen und ein Woodland Front Panel, wo wir auch die einzelnen Modellschlaufen sehen. Das ist ein ehemaliger SEAL, der auch bei Operation Red Wing oder Red Wings dabei war. Und das sind hier Special Forces Angehörige, also Green Berets, bei der Suche der Vermissten. Und zwar haben wir hier, beide haben auf jeden Fall ein London Bridge Trading 0290 Chest Rig und hier sehen wir ein Woodland Front Panel, auch mit dem Molle angebracht. Hier ein Angehöriger der Special Forces und auch hier sehen wir wunderschön das Front Panel und darüber ein Tactical Tailor Chest Rig. Ich sag mal, ist eine One-Piece Modular Assault Vest mit Tactical Tailor Taschen. Hier haben wir Angehörige der Navy EOD bei einem Lauf und auch hier sehen wir einige der Schutzwesten im Einsatz. Hier hinten ist noch einer, der die normale trägt mit dem vertikal angebrachten Pals und natürlich hier schon ein großer Mix mit Eagle Land Cirrus. Die sieht man auch recht selten, aber diese EOD MU Unit wurde damit anscheinend wohl ausgestattet. Dann haben wir hier noch Special Forces, auch mit dem Wüstentarn-Bekleidungssatz, aber die Frontfläche definitiv nicht modifiziert. Das sieht auch nach dem Originalpanel aus, bei beiden Kameraden hier auch noch zu sehen. Und hier haben wir einen Angehörigen vom Navy EOD, und zwar trägt der die Ranger-Version in Desert. Hier oben sehen wir schön den Griff, der angenäht ist, und hinten Molle. Ja, wenn euch das so gefallen hat, mit dem, wie ich hier mal die Bilder durchgegangen bin, schreibt es gerne in die Kommentare. Das war hier auf jeden Fall ein bisschen einfacher, weil so viele Bilder sind und man hier mal ein bisschen was mit einer Maus oder so besser zeigen kann, als wenn ich das nur einblende. Dann bedanke ich mich wieder einmal fürs Zusehen, hat mich gefreut und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!